Herzlich willkommen heute auf dem Develop Forum. Ich freue mich, Ihnen den Vortrag Durchgängig digitaler Beschaffungs- und Rechnungsworkflow in SAP mit Doc Morris vorstellen zu können. Und für den Vortrag haben wir Guy de Esch heute hier, Leiter oder Head of Finance bei Doc Morris. Guy, danke schön, dass du hier bist und mit uns dazu sprechen möchtest. Dankeschön für die Einladung. Ja, es freut mich sehr, hier zu sein. Uns auch, auf jeden Fall. Ja. Genau, Guy und ich werden uns ein bisschen über das Projekt unterhalten und Guy wird Ihnen hoffentlich ein paar tiefere Einblicke in das Projekt geben und wie Sie ein solches Projekt bei Ihnen auch durchführen könnten. Das stimmt. Perfekt. Guy, möchtest du kurz was zu dir und zu Doc Morris erzählen? Ja, kein Problem. Mein Name ist Guy de Esch, Head of Finance bei Doc Morris. Da habe ich vor 2,5 Jahren angefangen als Head of Finance. Und was mich da am ersten aufgefallen ist, dass es noch viele manuelle Schritte gab in dem Prozess von Rechnungsfreigabe, Bestellungen etc. Und das hat da auch dazu geführt, dass viel Aufwand, Personalaufwand damit beschäftigt war. Und das war eigentlich, ich hatte bessere Aufgaben für meine Leute. Und dachte mir, okay, wie können wir das dann ändern? Und dann haben wir nachgedacht über einen P2P-Prozess, Purchase to Pay, worin wir dann eigentlich das Ganze von Bestellantrag bis zur Rechnungsverarbeitung und Zahlung digitalisieren möchten und ohne Medienbruch in einem System fließen möchten. Und dazu haben wir uns schlau gemacht bei mehreren Anbietern. Wir haben da eine Art von Beauty Contest gemacht. Und aus diesem Beauty Contest sind dann 3 Bewerber nach vorne gekommen, mit denen wir gesagt haben, okay, das sind Firmen, womit wir dann nach unserer Meinung gut arbeiten können. Eine davon war Develop. Und wir haben dann ein weiteres Thema gemacht, dass wir haben gesagt, okay, wir möchten gerne wissen und sicher sein, dass das auch passt bei uns. Dass unser SAP-System ist customized, ist sehr customized und da gibt es immer Herausforderungen, dass auf Papier bestimmte neue Technik passt, aber in Praxis nicht. Dazu haben wir uns entschlossen, ein POC zu machen, ein Proof of Concept. Und dieses POC haben wir mit Develop gemacht und das war gerade in Corona-Zeit. Das war März, April 2019 und das war eine Herausforderung, das kann man sagen, weil alles auf Distanz musste, die Abstimmungen mit Develop, auch die Transporte ins SAP-System, das alles war from Home Office eigentlich. Und das war eine Herausforderung, aber das haben wir ganz gut geschafft eigentlich. Das war eine ganz gute Zusammenarbeit und das hat uns auch sehr gefreut und das hat uns auch entschieden lassen, mit Develop weiterzugehen. Okay, du bist jetzt gerade schon auf die Herausforderungen eingegangen, dass ihr viele papierbasierte Prozesse hattet, Medienbrüche, dass du auch gesagt hast, meine Mitarbeiter im Team können eigentlich ihre Arbeitskraft besser verwenden. Waren das die Hauptanforderungen, als wenn du jetzt 3 Hauptherausforderungen benennen müsstest? Ja, die 3 größten Herausforderungen würde ich sagen, einmal das Wachstum, das Doc Morris ansteht. Wir sind ein wachsendes Unternehmen und die Zukunft ist noch immer größer zu werden. Und größer werden, das heißt auch mehr Rechnungen, mehr Papierstrom und das möchten wir vorbeugen. Eine andere Herausforderung war, dass ich auch noch einen Mitarbeiter hatte, die mit einem roten Ordner durch die Gegend rannte. Das gibt es noch immer und wir haben da auch gesagt, das kann nicht mehr im 21. Jahrhundert. Das müsste umgesetzt werden. Weitere Herausforderung war auch noch, dass ich auch andere Pläne hatte mit meinen Mitarbeitern. Ich möchte die Abteilung wachsen lassen und auch mehr aufs Analytische gehen als nur Transaktionsverarbeitung. Und ich denke, dass die Leute da auch viel mehr Spaß haben, wenn die nicht nur Transaktionen verarbeiten, das wird es noch immer geben natürlich, aber nicht nur Transaktionsverarbeitung, aber auch ein bisschen diese analytische Seite. Wir sehen viel, was in der Organisation umgeht und können das auch anwenden, um die Organisation weiterzuhelfen, unsere interne Organisation.
Ja, spannend, auch das mit dem roten Ordner. Ja. Das wird in manchen Unternehmen noch der Fall sein. Ich fürchte es auch. Den gibt es aber jetzt nicht mehr. Nee, die gibt es nicht mehr. Die haben wir auch geschenkt an diesen Mitarbeiter. Ach, schön. In einer schönen Verpackung, damit er das oben in sein Bett hängen kann. Damit er den aufbewahren kann als Anekdote. Ja, sehr gut. Das muss man natürlich auch immer haben. Sie haben vorhin gesagt, das Projekt wurde zum Beginn der Corona-Pandemie begonnen, also wirklich im März, April 2019. Und natürlich, ich glaube, jeder kennt es, Homeoffice-Projekte werden dezentral abgerollt. Rückblickend, gab es da irgendwie Momente, wo Sie gesagt haben, hey, auch so ein IT-Projekt kann problemlos aus dezentralen Orten abgewickelt werden? Also kommunikativ ist es natürlich immer eine Herausforderung. Ja. Wie haben Sie das Ganze erlebt? Am Anfang war ich ein bisschen kritisch. Ich dachte, ach nee, wenn wir das alles auf Distanz machen müssen, es ist einfacher, sich abzustimmen, wenn man face-to-face ist. Ja. Ne? Und das hat eigentlich ganz gut geklappt. Wir hatten ein gutes Team von Develop und auch unser Team. Und die haben sich immer gut abgestimmt. Das ging über Teams, das ging über Zoom. Aber wir sind hingekommen. Und wir haben eine Aufgabe haben wir vor Ort gemacht. Das war die Ausarbeitung der Feinkonzeption. Weil dort mussten Dokumente gezeigt werden, musste SAP-Transaktionen gezeigt werden, wo dann etwas gesehen müsste. Und das war dann vor Ort. Und das war auch das einzige Mal, dass es vor Ort war. Oh, also leider. Quasi komplett dezentral das Projekt bis auf einen Workshop vor Ort. Ja, spannend. Ich glaube, das haben einige erlebt und es wird es in Zukunft häufiger geben. Vielen Dank erstmal für die Einblicke da in das Projekt schon mal. Sie haben jetzt gerade auch noch kurz darauf eingeleuchtet, es gab ein POC, es gab 3 Mitbewerber, einen Beauty-Wettbewerb, wie Sie so schön gesagt haben. Wie kam es dazu, dass die Entscheidung auf Develop gefallen war? Also was waren die herausragenden Merkmale? Wir hatten, am Ende hatten wir 2 Wettbewerber, wo wir gesagt haben, die beide können es. Und dann habe ich meine Mitarbeiter einfach gefragt, was findet ihr? Was macht euch die Arbeit am leichtesten? Und die haben sich das auch angesehen und die haben gesagt, nee, Develop, das ist ganz nah an SAP dran. Und meine Mitarbeiter arbeiten eigentlich nur mit SAP. Also die waren da ganz froh, dass es immer auf die SAP Schirm war. Das ist das User Interface, dass man quasi einfach nicht die heimatliche Umgebung verlassen muss. Okay. Genau, ja. Und das hat eigentlich die Entscheidung gemacht, weil preisweise war es eigentlich auch ähnlich. Da war Develop ein bisschen vorteiliger als die anderen Wettbewerber. Aber das war eigentlich nicht durchschlaggebend. Das war mehr, was meine Leute fanden, dass das am besten passen würde für die Organisation von Doc Martens. Ja, spannend. Sie haben jetzt einen wichtigen Punkt, oder du hast einen wichtigen Punkt jetzt gerade noch mal gesagt, Mitarbeiter, also die Mitarbeiterfragen. Wir erleben das in vielen Projekten, dass die Frage kommt, wie kann ich meine Mitarbeiter eigentlich bei so einem Projekt mitnehmen? Du hast jetzt gerade gesagt, du hast die in dem entscheidenden Moment gefragt. Könntest du anderen Unternehmen Empfehlungen geben, zu sagen, hey, grundsätzlich bei einem IT-Projekt in so einer Größenordnung könnt ihr folgende Dinge für Mitarbeiter machen? Ja. Was ich wichtig finde, ist, dass das getragen wird. Ja, das ist ein großes Projekt, das umgesetzt wird. Die ganze Organisation wird davon betroffen. Und wir haben da auch alle Stakeholders am Anfang schon mitgenommen in unserem Vision eigentlich von der Zukunft. Und Entschuldigung. Die Stakeholder waren dann an Bord. Ich habe das natürlich auch abgestimmt mit meinem CFO, weil er natürlich die entscheidende Vote hat in dieses Projekt. Und dann auch die anderen Mitarbeiter, die da tatsächlich mitarbeiten müssen, mitgenommen. Die haben wir mitgenommen auf den Pfad und auch informiert. Wir haben Infomails rundgeschickt. Es kommt etwas Neues. Wir gehen rüber. Die rote Ordner wird abgelehnt. Das geht alles weg. Wir digitalisieren. Und das hat die Organisation eigentlich ein bisschen entspannt gemacht, dass das nicht ein Projekt war von nur IT-Seite aus. Und das ist es. Nee, wir haben auch die Möglichkeit gegeben, okay, was findet ihr jetzt im heutigen System, im aktuellen System schwierig? Was müssten wir ändern? Das haben wir alles mitgenommen, auch in unsere Anforderungen für Develop.
Wir hatten in einem der Vorgespräche zum heutigen Vortrag, hatten Sie auch mal so schön gesagt, dass Sie grundsätzlich sagen würden, man muss Dinge neu denken und die Prozesse nicht einfach adaptieren, sondern auch mal überlegen, wie man was anders machen kann. Können Sie das nochmal ausführen? Ja, das ist ein Problem, dass wir gesehen haben, dass wir auf einmal haben wir realisiert, dass wir versuchten, die alte Welt zu reproduzieren. Und da sind wir auch von Developern geraten worden, um zu sagen, denk mal anders. Die alte Welt ist nicht immer die richtige Welt. Man geht ein neues System, man geht ein neues Jahrhundert eigentlich in und dann kann man auch umdenken und etwas anders machen. Und das haben wir dann auch gemacht. Und das würde ich jeder raten, dass das auch mal gut zu überdenken, ob es wirklich die alte Welt reproduziert werden muss. Okay, du hast jetzt gerade schon gesagt, ihr habt ein paar Dinge neu gedacht. Hast du ein Beispiel, was ist ein alter Prozess und was ist ein neuer? Ja, zum Beispiel im alten Prozess war es so, dass zum Beispiel Kostenstellenverantwortlichen immer ihre Rechnungen sehen müssten. Wenn eine Rechnung auf die Kostenstelle kam, muss das jedes Mal vom Kostenstellenverantwortlichen gesehen werden. Und das haben wir erst umgesetzt und da haben wir auch realisiert, das macht eigentlich keinen Sinn. Wir haben Freigabegrenzen und wenn eine Person bis zu seiner Freigabegrenze freigeben kann, dann muss der Kostenstellenverantwortliche das gar nicht machen. Weil der Kostenstellenverantwortliche hat diese Person angestellt, um diese Entscheidungen zu nehmen. Und vorher war es so, dass dann jedes Mal vielleicht 3-mal Freigabe gegeben werden müsste, weil wir das 4-Augen-Prinzip, das ist sehr wichtig für uns, das hatten wir vorher, das haben wir jetzt noch immer. Aber wir hatten 4-Augen-Prinzip plus Kostenstellenverantwortlicher. Und dann gab es manchmal 6-Augen-Prinzip. Und das fanden wir auch ein bisschen zu viel. Wenn es innerhalb dieser Freigabegrenzen ist, dann muss es auch so sein können, dass mit einem anderen 4-Augen-Prinzip ohne Kostenstellenverantwortlicher eine Rechnung freigegeben werden kann. Also quasi auch der Abbau von Hierarchien oder Kontrollpunkten. Ja, und auch Bürokratie. Eine Rechnung muss nicht immer 6 Schleifen durchlaufen, um genehmigt zu werden. Das kann auch manchmal einfacher. Ja, spannend. Ihr habt ja das Projekt jetzt umgesetzt. Hast du schon erste Feedbacks von deinen Mitarbeitern? Also kriegst du schon Feedback, hey, der Prozess, es gibt folgende Vorteile oder unser Arbeitsalltag hat sich geändert? Ja, meine eigenen Mitarbeiter im Kreditorenteam, die sind alle ganz froh, weil die haben eine leichtere Aufgabe. Aus der Organisation haben wir auch kritische Rückmeldungen bekommen. Leute, die gesagt haben, ja, aber das funktioniert noch nicht ganz. Ich kann jetzt nicht sehen, was mein Mitarbeiter gemacht hat, weil ich nicht in diesen Prozess einbezogen war. Und da haben wir immer gesagt, wir hören immer zu. Wir haben auch aktiv Feedback eingeholt bei allen Stakeholdern, um auch mal zu sagen, okay, was findet ihr denn jetzt? Was läuft jetzt gut, was läuft noch nicht gut? Und das haben wir dann auch in eine zweite Phase teilweise schon umgesetzt und andere Sachen sind noch immer in der Umsetzung. Denkst du, dieses Feedback kommt einfach davon, weil man eben auch lernt, dann einen neuen Prozess, weil es auch anders ist als vorher? Ja, dieses Feedback kommt natürlich daraus vor, dass das Menschen eigentlich nicht gerne ändern. Ja. Change is dangerous. Und das ist etwas, wo man mit rechnen muss, wenn man so ein Projekt macht. Dass unbedingt wird es Leute geben, die sagen, das passt nicht, klappt nicht, früher war alles besser. Ja, aber das ist einmal so und wir versuchen, diese Leute so viel wie möglich mitzunehmen, zu begleiten, auch mit Nachschulung, Weiterbildung, damit die Prozesse besser verstehen und auch dieses Interface besser ausfüllen können und ihre Aufgaben machen können. Ja, okay. Das heißt, ihr habt die Mitarbeiter, also ihr versucht auch durch Schulungen direkt die Mitarbeiter aufzugreifen und da direkt anzusetzen und quasi die Software da
Das haben wir am Anfang gleich gemacht. Vor dass das live ging, haben wir Schulungen gemacht für alle Mitarbeiter. Alle Mitarbeiter, weil bei Doc Morris ist es so, dass jeder einen Beschaffungsantrag einlegen kann. Wenn du sagst, ich möchte einen neuen Bürostuhl haben, dann kannst du das eintragen. Dann gehst du immer an einen Vorgesetzten, der sagt, nee, du hast gestern schon einen neuen Bürostuhl bekommen, jetzt reicht's. Das kann auch sein. Dann lehnt er ab. Aber du bist frei, um einen Beschaffungsantrag anzulegen. Und deshalb müssen auch alle Mitarbeiter geschult werden. Und das haben wir vorher gemacht. Dann ist die Livegang gekommen. Und dann haben wir auch gesehen, dass es bei einigen Mitarbeitern gleich gut funktioniert hat. Und bei anderen Mitarbeitern, weil in Praxis ist es natürlich immer anders als im Workshop, wo eigentlich die Idealsituation abgebildet wird. Aber die haben wir dann mitgenommen. Ich hatte 2 super Mitarbeiter, einer von Einkauf und einer von Kreditorenbereich, die das Projekt eigentlich ganz gut gezogen haben und die auch die Mitarbeiter mitgenommen haben auf diese Reise nach Digitalisierung. Okay. Du hast jetzt gesagt, diese Reise in die Digitalisierung hinein quasi. Gibt es grundsätzlich Projekte, also wir hatten es vorhin zu den Mitarbeitern, aber gibt es grundsätzlich Empfehlungen oder Tipps, die du mitgeben würdest für so ein solches Projekt? Vor allem, wenn man es durchgeführt hat, denkt man ja wahrscheinlich im Nachhinein, hey, das hätte noch minimal anders laufen können, das könnte man. Könntest du 5, ich sag mal, Key Takeaways nennen, wo du sagen würdest, das würde ich beim nächsten Mal anders machen oder das würde ich empfehlen, das lief gut? Ja, es ist nicht so, dass das final ist. Wenn die Livegang gewesen ist, dann ist große Arbeit gemacht, natürlich. Und dann sagt man auch, erst sehen wir mal, wie es läuft. Nach 3-4 Monaten haben wir auch dann dieses Feedback eingeholt, wo wir dann Leute eingeladen haben, gebt uns bitte Feedback, was funktioniert nicht. Und da wir immer ein offenes Ohr gehabt haben und das auch dann in Zusammenarbeit mit Develop wieder bearbeitet haben und gesagt haben, hey, das hatten wir damals so programmieren lassen, das machen wir vielleicht rückgängig, das muss nicht mehr so sein. Diese Kostenstellenverantwortlichen zum Beispiel. Für uns ist das Projekt noch nicht fertig. Es ist eigentlich nie fertig, weil es immer neue Anforderungen geben wird, andere Belegflüsse, die vielleicht da reinkommen müssen. Also wir haben da auch gesagt, für uns ist das offen. Wir haben es jetzt stehen, es funktioniert gut. Und wenn noch Bedarf ist für andere oder Änderungen, dann kann das immer. Und dann hören wir zu, dann gucken wir, okay, passt das? Besprechen wir das auch mit Develop, okay, was würde das heißen, wenn wir das umsetzen möchten? Geht dann etwas anders schief oder kann das ohne weiteres umgesetzt werden? Und dann entscheiden wir, ob wir dann die Umsetzung machen oder nicht. Also Digitalisierung ist quasi nie zu Ende, sondern man muss sich immer genau wie die Zeit weiterentwickeln und auch die Projekte. Ja, so schön. Ich glaube, das ist ein guter Punkt, das ist ein guter Einblick. Das heißt, du sagst, Digitalisierung ist eigentlich immer im Fluss und so ein Projekt ist nie zu Ende, sondern man entwickelt es immer weiter. Ich glaube, das können viele nachvollziehen. Mal zum Projekt, könntest du uns einmal erklären, was ihr genau umgesetzt habt? Also was habt ihr genau gemacht? Ja, wir haben umgesetzt das Purchase to Pay, also vom Beschaffungsantrag bis zur Zahlung der Rechnung. Also das heißt, dass Beschaffungsanträge bei uns müssen angelegt werden, wenn eine Beschaffung über 1.000 € ist. Das ist für unsere Buchhaltung auch gut, damit wir unsere Verbindlichkeiten gut abbilden können. Und das ist eine Regel bei Doc Morris. Und das ist auch etwas, mal kurze Anekdote dazwischen. Wir hatten vor dem P2P-Prozess hatten wir eine PO-Compliance, nennen wir das, eine Purchase Order Compliance, dass die Leute tatsächlich über 1.000 € eine PO erstellten. Der war auf 55% max. Seit P2P sind wir auf 95%. Das ist eine Änderung. Ja, aber da hat auch etwas gegeben, dass wir zum Beispiel beim CFO gesagt haben, hör mal, wir möchten gerne das Prinzip No PO, No Pay einführen.
Wenn es keine PO gibt für eine Rechnung über 1.000 Euro, wird nicht bezahlt. Also wenn wir eine Rechnung bekommen über 1.000 Euro, dann ist die erste Frage am Budgetholder oder am Besteller, wo ist die PO? Und dann ist manchmal, vergessen, okay, dann machen wir die PO, dann parken wir die Rechnung hier, bis es eine PO gibt und erst wenn die PO da ist, dann buchen wir. Also wir sind jetzt auf 95% und also unsere Verbindlichkeiten sind auch um 95% genau in unsere Monatsabschlüsse und Jahresabschlüsse. Okay, das war mal zwischendurch. Was wir gemacht haben, also wir haben das ganze Bestellprozess eingerichtet und das ist eigentlich, was das Schwierigste war, weil im Bestellprozess gibt es so viele verschiedene Entscheidungen, die getroffen werden müssen. Controlling muss das Budget klären, Kostenstelleverantwortliche muss sagen, okay, das ist okay für meine Kostenstelle. Wenn es über einen bestimmten Betrag ist, muss Vorstand auch entscheiden. Und nicht nur ein Vorstand, vielleicht 2 Vorstände. Und um all diese Entscheidungen durch ein System zu programmieren, das war ganz schwierig, aber letztendlich sind wir auch da durchgekommen. Was dann weiter ist, wenn diese letzte Entscheidung gefallen ist, wenn die Genehmigung da ist, wird auch automatisch eine PO in unser SAP-System erstellt. Und das geht alles vollautomatisch. Dann ist das abgeschlossen und dann warten wir, bis die Rechnung eintrifft. Was wir machen, ist, dass wir noch immer sagen, es muss eine sachliche Prüfung geben. Wenn eine Rechnung eintrifft, dein Bürostuhl zum Beispiel, du hattest blau bestellt, dann möchte ich gerne wissen, ob du nicht rot erhalten hast. Also wenn die Rechnung eintrifft, dann bekommst du noch immer die Rechnung vor in deinem Classifier Interface und dann siehst du da auch die Rechnung von Bürostuhl GmbH und siehst dann auch, okay, es hat 400 Euro gekostet oder 1.400 Euro, wenn es über 1.000 sein, also 1.400 Euro hat es gekostet und du kannst dann sagen, ich habe es tatsächlich erhalten. Ja, es ist richtige Farbe, richtiges Modell, kann bezahlt werden. Und wenn es innerhalb dieser PO wert ist, geht es dann auch gleich durch. Und dann die Rechnungen, die nicht über PO gehen, also die Rechnungen unter 1.000 Euro und einige Ausnahmerechnungen, wo wir gesagt haben, okay, das sind Ausnahmen, da machen wir kein PO, die gehen über einen Freigabeprozess. Ja, und das Freigabeprozess ist, dass eine sachliche Prüfung stattfindet, ist es tatsächlich erhalten, ist es auch richtig, Qualität gut, Quantität gut und dann geht es zum Vorgesetzten bis zur Freigabegrenze. Das heißt, ihr habt einfach deutlich mehr Transparenz auch gewonnen und ihr könnt, du hattest vorhin von den 95% gesprochen, ich nehme mal an, euer CFO ist jetzt auch glücklich mit der ganzen Situation. Genau. Okay. Ja, jeden Monat macht es wieder Spaß, um die Folien zu schicken und zu sagen, hey, guck mal, PO-Compliance ist wieder hochgegangen. Ja, schön. Also das heißt, ein positiver Gewinn quasi für alle Mitarbeiter. Wir hatten vorhin von den kritischen Stimmen. Da sagtest du, hey, wir versuchen die Leute natürlich abzuholen. Gibt es einen Profi-Tipp, wie man, ich sag mal, Kritiker von IT-Projekten gut abholen kann? Ich denke, da gibt es nicht einen richtigen Weg. Das hängt natürlich von Person ab. Es gibt Personen, die leben noch wirklich im 19. Jahrhundert. Und dann wird es schwierig, diese zu überzeugen. Aber Kommunikation. Ich denke, dass das wichtig ist. Was geschieht? Was ist jetzt möglich? Hey, wir haben ein Update gehabt. Jetzt könnt ihr das und das machen. Ein Beispiel war, dass Leute nicht sehen konnten, wer schon freigegeben hatte vor dieser Person und wer danach kam. Bin ich am Ende der Kette oder geht es nach mir noch zu Controlling, zum Vorstand, zu etwas? Das haben wir dann jetzt auch sichtbar gemacht im Classifier Interface, dass die Leute sehen können, okay, es war vorher bei Guy und nach mir geht es zu Lisa. Und dann wissen wir das. Und dann, das gibt die Leute dann auch ein bisschen mehr Info. Das war Info, die sie vorher nie hatten. Vorher bekamen die eine Rechnung über Mail und sagten, okay, genehmigt. Da wussten die nicht, geht es noch weiter, hat schon einer gesehen, wussten die nicht. Aber jetzt mit diesen Möglichkeiten, die es gibt,
sind die Anforderungen auch gestiegen von unseren anderen Mitarbeitern, die sagen, ja, ich möchte gerne wissen, wer nach mir kommt oder wie vor mir gewesen ist. Also auch da wieder der Stichpunkt. Mehr Transparenz, ja. Okay, absolut. schön. Und ja, Kommunikation ist da immer wichtig. Weiterbildung, Kommunikation, wir haben ja jetzt auch Factsheets entwickelt, womit wir dann einige Aufgaben eigentlich rausnehmen. Wir haben ein ganzes Manual geschrieben, wie das alles geht, aber keiner liest ja ein Manual, weil das sind dann 60, 70 Seiten und dann sagt man, oh, das ist alles zu viel. Da haben wir jetzt da kleine Ausschnitte genommen, Factsheets haben wir genannt, und die publizieren wir auf unser Wiki und die Leute können dann sehen, ich muss jetzt eine Rechnung freigeben, ich bin seit 2 Tagen bei DocMorris, ich weiß ja nicht, wie das geht, Rechnungfreigabe. Okay, was muss ich tun? Okay, tak, tak, tak. Und da ist es dann ganz klar beschrieben, was man machen muss und wie das gemacht werden kann. Ja, schön. Das ist, glaube ich, auch nochmal ein wichtiger Stichpunkt dafür, die Mitarbeiter richtig zu kommunizieren Ja. und die Infos häppchenweise zu präsentieren. Ja, genau. Ja, sehr cool. Danke dir, Guy. Du hattest am Anfang einmal gesagt, als du bei DocMorris angefangen bist, hast du gesagt, hey, ich habe andere Prozesse noch, die ich optimieren möchte. Wenn wir jetzt mal Wünsch dir was spielen könnten, was wären die Prozesse oder Projekte, die du im Bereich der Digitalisierung umsetzen würdest? Vielleicht auch mit Develop zusammen. Es gibt Projekte, die ich gerne mit Develop noch umsetzen möchte und auch Projekte, die ich mit anderen umsetzen möchte. Zum Beispiel Robotics möchte ich weiterführen. Aber mit Develop haben wir uns auch bedacht, dass im Prozess von Abstimmung mit der Logistik, dass das auch alles digitalisiert geht. Ja, dass wenn in der Logistik eingescannt wird, dass das dann auch automatisch im SAP Develop-Teil reingeht, damit die Rechnungen auch bezahlt werden können. Da gibt es noch einige Schwierigkeiten, weil unsere Lieferanten, meistens sind das Arzneimittel, die haben Rechnungen, die werden auf bestimmte Weise aufgestellt. Und das ist nicht immer so einfach, das einzulesen. Und wir haben da schon Fortschritte gemacht, aber da gibt es noch etwas zu gewinnen. Okay, aber nichts, was wir nicht gemeinsam lösen könnten. Das denke ich nicht. Ja, vielen Dank, Guy, für die spannenden Einblicke, für eure Insights, für deine Tipps auch. Ich glaube, ich hoffe, dass Sie auch viel aus diesem Vortrag lernen konnten und viele spannende Einblicke in das Projekt bei DocMorris erhalten konnten. Vielen Dank, dass du hier bei uns auf dem Develop Campus warst und mit uns den Vortrag zum Develop Forum gemacht hast. Genau, dann bleibt uns noch zu sagen, viel Spaß noch weiterhin auf dem Develop Forum. Guy, möchtest du dich auch noch verabschieden? Ja, hat mir ganz gefreut, euch ein bisschen einen Einblick zu geben, wie das bei DocMorris gelaufen ist, und ich hoffe, dass Sie noch ein erfolgreiches Forum haben. Ja, vielen Dank und viel Erfolg noch.